Der neue Xtool F2, nicht größer wie eine Handtasche, schneller, stärker, mobil, mit verbauter 50 Megapixel Kamera. Doch taugt dieser Laser was? Wir wollen ihn heute einfach mal auf Herz und Nieren testen. Also mobil ist unser neuer F2 definitiv. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und das Thema heute ist dieser F2. Der ist von Xtool neu auf dem Markt erschienen und wir wollen uns dieses Gerät einfach mal anschauen. Er soll schneller sein, er soll stärker sein, er soll auch noch viel mehr Features verbaut haben und diese Sachen, die wollen wir uns einfach mal genauer heute in diesem Video anschauen und wollen natürlich auch klären, was es für ein Unterschied zum F1 ist. Wir reden auch nicht lange um einen heißen Brei rum, wir starten gleich mal rein ins Video und wir wollen jetzt einfach mal durchgehen, was der Laser alles Neues hat, was er alles können soll. Das Unpacking, ganz ehrlich Leute, das erspare ich euch. Er kommt gut geliefert in einem schönen Karton einfach an, alles in Ordnung. Aber wir wollen natürlich erstmal uns das Lieferzubehör anschauen, was alles geliefert wird. Natürlich wird der F2 geliefert, das ist ja ganz klar. Wir haben natürlich auch ein bisschen Zubehörteile dabei, das heißt eine Schnittunterlage, damit wir auch schneiden können mit dieser Unterlage. Wir haben einen Winkel mit dabei, damit wir auch Serie produzieren können, immer an dem gleichen Fleck. Das kann man dann festschrauben, hier unten im Gewinde und natürlich auch Werkzeug, Kabel, Netzteil und Bedienungsanleitung. Schaut sie bitte an. Und was auch schön ist, dass auch noch ein bisschen Lasermaterial mitgeliefert wird. Das heißt, wir haben da Acryl dabei, wir haben da Visitenkarte, ein bisschen Holz dabei und solche Kratzpapier dabei. Das haben wir alles mit dabei, damit wir auch gleich loslegen können mit Lasern. Wisst ihr eigentlich, warum das Material von Xtool einen QR-Code drauf hat? Wenn nicht, dann ist es ganz cool eigentlich. Wenn ich jetzt Material bei Xtool bestelle, werde ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann lege ich dieses Stückchen Acryl zum Beispiel, lege ich einfach einen Laser, mache ein Foto und automatisch wird dann die Software das Ganze erkennen und lädt automatisch das richtige Material rein und vor allem die richtigen Werte. Kommen wir gleich mal zum Herzstück, den Laser selber. Wir haben jetzt beim F2 nämlich einen stärkeren Laser wie beim F1. Der F1 hatte 2 Watt Infrarotlaser und 10 Watt Diode. Wir sind jetzt beim F2 bei 5 Watt Infrarotlaser und 15 Watt Diodenlaser. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also wir haben da auf jeden Fall 2 Laser in einem verbaut, also einen Duallaser. Somit können wir einfach viel mehr Materialien belasern. Also ein Diodenlaser ist für Papier, ist für Holz, beschichtetes Metall gedacht, Leder, Acrylarten, dunkle Acrylarten und so weiter und so fort. Und ein Infrarotlaser ist für Kunststoff, Gold, Silber, Edelstahl, Metall allgemein und Acryl bestens geeignet, um das Ganze zum Gravieren. Unsere Arbeitsfläche liegt beim F2 genauso wie beim F1 bei 115 x 115 mm. Optional durch ein Förderband, was man anbauen kann, was wir aber leider heute nicht testen werden, liegt dann die Arbeitsfläche bei 115 x 400, die wir dann dadurch erweitern können. Die Arbeitshöhe hat sich aber jetzt bisschen verändert und zwar beim F1 haben wir eine Arbeitshöhe von 113 mm. Die hat sich jetzt beim F2 erhöht auf 120 mm, was wir maximal drunter stellen können zum Lasern. Jetzt schauen wir uns mal die Unterseite von dem Laser an. Da seht ihr schon mal eine schöne große Linse, denn das ist nämlich ein Galvo-Laser. Was ist ein Galvo-Laser? Ganz kurz erklärt, der funktioniert nicht so wie auf normaler Diodenlaser, der nach XY abfährt, sondern ein Galvo-Laser arbeitet über Spiegel. Denn da drin ist nämlich ein Spiegel verbaut. Dort trifft der Laserstrahl drauf und der wird dann praktisch, der Spiegel leitet praktisch den Laserstrahl unten auf die Arbeitsfläche und deshalb haben wir auch eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Da haben wir bei diesem F2 haben wir jetzt eine Geschwindigkeit von 6000 mm pro Sekunde. Im Vergleich zum F1 liegen wir nur bei 4000 mm pro Sekunde, was natürlich auch schon einen enormen Unterschied macht von der Geschwindigkeit her. Wenn wir jetzt schon hier unten sind, Xtool hat dem F2 jetzt eine richtig schöne Kamera verpasst. Das ist eine 50 Megapixel Kamera und Xtool wirbt damit what you see, what you get. Also das sprich, was du auf deinem Werkstück mit der Kamera siehst, das bekommst du auch auf dein Werkstück gelasert. Ich bin mal gespannt, wie genau diese Kamera dann auch funktioniert.
Wenn man jetzt nochmal den ganzen Laser von unten anschaut, dann seht ihr hier da drin diesen verbauten Spiegel, wo die Laserstrahlen auftreffen. Also wir haben jetzt einen 5 Watt verbauten Infrarotlaser mit einer Dot-Größe, mit einer Lasergröße von 0,03 mal 0,03. Das ist natürlich enorm klein. Bei diesen 15 Watt Diodenlaser, den wir noch zusätzlich verbaut haben, haben wir eine Dot-Größe, Laserpunktgröße von 0,08 mal 0,06. Jetzt schauen wir uns mal die Seite an. Das sind nämlich 2 Buttons hier, die sind hochinteressant. Und zwar dieser Button hier, der ist nämlich gedacht für den manuellen Einstellung des Fokusbereichs. Also ich kann jetzt hier meinen Laser hoch und runter stellen und dadurch meinen Fokusbereich einstellen. Und die zweite Funktion ist, dass ich meinen Laser durch diesen Knopf einfach starten kann. Aber jetzt kommt das Tolle daran, das hat nämlich der F1 nicht. Der F2 hat nämlich einen Autofokus verbaut, den wir über die Software einfach steuern können. Das heißt, wir drücken da auf diesen Button drauf und der Laser stellt sich automatisch ein. Dieser zweite Knopf ist hier fürs Framing gedacht, also wir können da uns einen Frame anzeigen lassen, wo wir lasern werden und damit kann man dieses Framing an- und ausschalten. Hier unten seht ihr einfach noch den Anschluss zum Beispiel fürs Förderband oder auch für den PC. Auf der Rückseite unser Ausgang von unserem Abluftventilator. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Es ist noch ein Abluftschlauch dabei, den wir natürlich dann auch dort anstecken können und in den optional erhältlichen Filter stecken können oder natürlich nach draußen leiten. Unten seht ihr halt noch verschiedene Anschlüsse, wie zum Beispiel auch ein Fußpedal. Also man kann das Ganze auch mit einem Fußpedal bedienen oder mit einem kleinen Druckschalter. Das funktioniert auch, den muss man dann nach hinten anschließen. Und hier ist natürlich auch der Sicherheitsschlüssel, der dann hinten drin steckt. Ohne diesen Schlüssel funktioniert der Laser natürlich nicht. Was noch schön ist, ihr kennt bestimmt noch dieses Bedienfeld vom F1, vom F2 Ultra, von den anderen F-Serien. Dieses kann man nämlich dort auch noch hier unten anschließen. Also ihr müsst es nur anschließen und ihr könnt dann praktisch diesen Laser auch über dieses Touch-Bedienfeld bedienen. Es macht dann automatisch ein Update und dann schon funktioniert es mit dem F2. Den habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das ist der Notaustaster. Den drückt man natürlich, wenn irgendwas sein sollte, damit der Laser sofort ausgeht. Für wen ist denn dieser Laser, denn der F2 denn überhaupt gedacht? Fangen wir mal einfach an. Klar, für kleine Unternehmen, für kleine Betriebe, die wirklich schnell und preisgünstigen Laser brauchen, wo wir dann auch wirklich einen Duallaser haben, wo wir dann eine Vielzahl von Materialien gravieren können, ist richtig gut. Ebenso auch für den mobilen Anwender, der dann praktisch auf den Markt geht und direkt vor Ort lasern kann irgendwas. Natürlich nur, wenn es dann erlaubt ist und natürlich auch nur mit Abluftfilter. Das muss euch natürlich bewusst sein. Wenn ihr das fragen müsst, dann müsst ihr natürlich nachfragen, ob das dann auf diesem Markt dann überhaupt erlaubt ist. Aber auch für diejenigen, die dann einfach mit dem Lasern anfangen wollen, denn dieser Laser, der ist sowas von einfach zu bedienen, Plug and Play und schon kann man eigentlich fast schon loslegen mit Lasern. Also für diese Leute ist das Ganze gedacht und wir haben da echt eine preisgünstige Alternative zu anderen Geräten. Ein Thema ist mir noch wirklich super wichtig beim F2 und zwar die Thema Sicherheit. Die müsst ihr definitiv beachten. Ihr seht jetzt gerade einen riesen Kasten auf dem Tisch stehen. Es ist ein kleines Handtäschchen dagegen, dieser F2, aber das ist ein Ablufttfilter. Das ist jetzt zwar das große Modell von Xtool, werde ich euch natürlich auch unten verlinken, aber es gibt auch noch einen kleinen Desktop-Filter, den kann ich euch auch noch unten verlinken. Den habe ich aber leider nicht da, um ihn euch zu zeigen. Aber was ich damit sagen will, ist Thema Sicherheit. Ihr solltet den Laser niemals ohne Abluftfilter oder die Luft nach draußen zu befördern betreiben. Das ist sehr wichtig, weil das ist alles gesundheitsschädlich, was ihr da lasert vom Einatmen her. Also atmet diese schlechte Luft definitiv einfach nicht ein. Zweiter Punkt ist, ich benutze trotzdem immer eine Laserschutzbrille. Man braucht es zwar hier mit dem F2 nicht, weil wir hier einen Sichtschutzglatz haben, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, einfach nochmal zusätzlich eine Laserschutzbrille einfach nochmal zu tragen. Beachtet es bitte, dass ihr auch diesen Laser niemals unbeaufsichtigt lasern lasst. Das heißt, ihr lasert los, holt euch einen Kaffee oder geht's aufs Klo oder geht mit dem Hund spazieren. Nee, lasst es bitte sein, sondern bleibt immer bei eurem Laser. So, jetzt haben wir genug gelabert. Wir werden jetzt einfach mal so richtig Material einfach durchballern. Wir werden den ganzen Laser auch noch mal ganz kurz kalibrieren. Das werde ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Und ich bin mal so gespannt auf die Ergebnisse und vor allem auch, wie diese 50 Megapixel Kamera zum Positionieren der Werkstücke auch noch mal funktioniert. Also, auf geht's!
Der erste Schritt wird sein, wenn ihr den Laser mit dem Rechner verbindet und natürlich im Xtool Studio aufruft, dass es kalibriert. Da wird sich automatisch ein Programm öffnen und dann macht es einfach diese Kalibrierung. Diese Kalibrierung dauert keine 2 Minuten. Ihr müsst dort so ein mitgeliefertes Kratzpapier am Laser anbringen. Dann lasert der Laser einfach mal diese 2 Kreuze da drauf und diese Kreuze müsst ihr aufeinander schieben. Also das heißt, der IR-Laser und der Diodenlaser, die müssen dadurch kalibriert werden. Ihr schiebt das Ganze einfach hin und ja, kalibriert ihn dadurch, klickt auf Weiter und dann könnt ihr das Ganze einfach nochmal kontrollieren, wenn ihr das Ganze dann abmacht, dieses Kratzpapier, und somit seht ihr, dass das Ganze kalibriert worden ist. So, danach können wir dann, wird sich dann automatisch auch wieder ein Tutorial öffnen, müsst ihr nicht machen natürlich, aber das machen wir jetzt auch mal durch. Dann wird dann automatisch ein Logo reingeladen und da könnt ihr nochmal reinschreiben, was ihr wollt. Nehmt ihr die ganzen Einstellungen vor, ihr seht jetzt gerade, was ich da jetzt alles einstelle, oder ihr macht es automatisiert, funktioniert dann auch. Und dann einfach mal das Ganze hinschieben. Ihr seht jetzt auch gleich mal, wie die Kamera arbeitet. Die ist absolut gigantisch. Also da wird ein Foto von eurer Visitenkarte gemacht und somit könnt ihr dann euer Logo einfach dann hinschicken mit diesen hinschieben mit diesen 50 Megapixel. Ihr seht, wie genau das Ganze ist. Müsst dann nur noch auf Start klicken und schon wird dann praktisch dieses Logo auf die Visitenkarte gelasert. Und ihr seht jetzt gleich mal, wie schnell das ist, denn das ist Originalgeschwindigkeit. Innerhalb von Sekunden ist dieses Logo auf der Visitenkarte, also mega. Qualität passt natürlich auch, schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Super. So, aber wir wollen natürlich was, ja, ich sage es mal, krasseres drauf machen und dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Foto, das müsst ihr das invertieren, das ganze Foto, damit es dann praktisch umgedreht ist von den Farben, weil es ja schwarz ist. Auf schwarz muss man immer das Ganze umdrehen, die Farben. Und ja, da schießen wir jetzt einfach mal los. Die Einstellungen habt ihr jetzt gerade gesehen und Startblöcken, und jetzt seht ihr allein schon mal. Natürlich dauert es ein bisschen länger, ist ganz klar, aber es geht auch relativ schnell und ihr seht jetzt schon mal diese Qualität und ihr seht da nicht einen kompletten kleinen Pixel. Das ist richtig faszinierend. Gleiches Foto und wir versuchen jetzt schwarzes Acryl. Und jetzt seht ihr allein schon mal, wie detailgetreu das Foto auch auf schwarzem Acryl gelasert wird. Faszinierend von der Dotgröße, also von der Laserpunktgröße von diesem Infrarotlaser. Eloxiertes Aluminium, schwarz in diesem Fall hier. Innerhalb von 5 Sekunden ist das Logo drauf. Das war jetzt gerade mal Originalgeschwindigkeit. Und ihr seht mal, wie schnell wir wirklich solche Sachen produzieren können. Ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie das mit der Bibliothek funktioniert. Ihr habt jetzt da einen Edelstahlanhänger, ihr geht in die Bibliothek oben rein, ihr seht es jetzt gerade so, wählt einfach Edelstahl aus. Alle Einstellungen werden automatisch übernommen. Ihr seht es jetzt gerade hier. Ihr müsst natürlich noch die Automessung machen, das ist klar. Ihr seht ja hier den kleinen Button, da könnt ihr noch mal auch die Intensität einstellen, was ihr gelasert haben wollen. Gehen wir relativ dunkel einfach mal drauf und dann können wir eigentlich schon loslegen mit den Lasern. Ihr seht jetzt gerade, wie schnell das Ganze wieder funktioniert. Also das ist jetzt Originalgeschwindigkeit und innerhalb von Sekunden haben wir unseren kleinen Edelstahlanhänger fertig. Die Qualität ist echt top und da seht ihr auch mal, wie genau man mit dieser Kamera positionieren kann. Das gleiche, wenn ihr jetzt mehrere Teile zum Beispiel habt, ich habe da jetzt gerade so Mini-Wäscheklammern, die sind richtig klein, das seht ihr gleich. Damit gibt es eine Batch-Verarbeitung. Also da macht es jetzt erstmal die Automessung von der Wäscheklammer, die geht auch ganz schnell, dann wird automatisch auch gleich mal wieder dieses Foto gemacht. Ein paar Sekunden dauert es natürlich, Foto wird aktualisiert, dann könnt ihr eigentlich schon euer Logo benutzen. Das Logo oder was auch immer ihr da drauf haben wollt, schiebt euer Logo einfach hin, ihr könnt das Ganze groß ziehen und jetzt seht ihr mal, wie genau diese 50 Megapixel Kamera das Ganze aufnimmt. Schiebt euer Logo einfach hin, nehmt auch die Einstellungen, könnt ihr auch natürlich aus der Bibliothek dann rausnehmen, die Einstellungen. Ich habe da jetzt meine Einstellungen einfach, die stelle ich da einfach jetzt ein. Ihr seht es jetzt auch gerade hier und Blaulichtdiodenlaser und dann könnt ihr dann drüben seht ihr diesen Button Batch-Verarbeitung. Jetzt füllt automatisch das Programm das Ganze aus. Also ihr könnt es dann automatisiert machen. Klicke ich mal drauf und jetzt geht dann automatisch, füllt das Programm eure Logos dann dorthin. Und ihr seht, wie genau das Ganze positioniert worden ist. Es ist faszinierend, wie toll das funktioniert. Ihr braucht dann eigentlich nur noch auf Start klicken und dann lasert der Laser
eure Sachen, der passt es automatisch an. Ihr müsst nichts mehr machen. Ihr seht, das ist auch Originalgeschwindigkeit. Zack, bumm, und schon ist das Logo auf allen 3 Klammern drauf. Und ihr seht, wie klein das Ganze ist. Also das Allgäu da unten, das ist, glaube ich, gerade mal 1 Millimeter hoch. Und wie genau das wirklich drauf gelasert wird. Schön, oder? Da es so viel Spaß macht, machen wir jetzt gleich mal auf dieses schöne Messer noch das Logo einfach drauf. Das ist auch Alu eloxiert. Jetzt seht ihr auch mal die Originalgeschwindigkeit, wie schnell das Ganze jetzt natürlich auch wieder in Top-Qualität dort drauf graviert wird. Natürlich kann man das Ganze auch auf der Messerklinge machen. Dort ein ganz leichtes, dezentes Logo einfach mal drauf, abgeputzt und schon haben wir ein Top-Ergebnis auch auf der Metallklinge. Naja gut, ich dachte mir, jetzt drehen wir das ganze Messer um und machen da auch noch ein richtig cooles Muster auf das Messer drauf. Ist ja Alu eloxiert und es kommt ja mal richtig heiß rüber, dieses Muster auf dem Messer. Jetzt möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man sowas erstellt. Und zwar für diejenigen, die dann wirklich sagen, ah, das kann ich alles nicht. Das kann auch ein Anfänger, das möchte ich euch mal zeigen. Also im Endeffekt müsst ihr nur euer Messer fotografieren, den Zeichenstift rausnehmen und das Ganze dann umzeichnen im Endeffekt. Natürlich schöner, wie es ich gemacht habe. Ich habe es jetzt nur mal ganz schnell drum gezeichnet. Also für diejenigen, die nicht technisch zeichnen können. So, dann braucht ihr natürlich euer passendes Muster, was ihr da drauf lasern wollt. Wenn ihr da kein Muster selber habt, dann könnt ihr auch wieder in die Bibliothek reingehen und euch da irgendwas oder in die KI euch eins erstellen lassen und euch irgendwas raussuchen. Wir nehmen jetzt dieses Beispiel hier, ziehen das jetzt einfach mal in die Oberfläche rein. Ja, ich weiß, das passt jetzt nicht wirklich zusammen, aber ihr könnt es ja einfach größer ziehen, wie ihr wollt und wie ihr das Muster je nachdem drauf haben wollt. Jetzt geht ihr dann in eure Ebenen rein, in die Ebene rein und könnt beides erstmal markieren. Das heißt, Steuerung Taste gedrückt halten, beides markieren, rechte Maustaste und Maske erstellen. Jetzt zieht ihr euer ausgeschnittenes Messer, zieht ihr praktisch über dieses Muster dann da drüber. Und ihr seht, es passt jetzt bei mir nicht wirklich zusammen, aber das ist jetzt nur mal zum Zeigen. Ihr müsst es natürlich schon ein bisschen schöner machen. So, dann das Ganze auf Anwenden gehen und schon habt ihr euer Muster richtig schön erstellt und könnt es dann mit der Kamera, könnt es ja richtig schön positionieren, könnt ihr das Ganze dann wieder über euer Messer ziehen. Wie gesagt, in diesem Fall passt es nicht ganz. Wir müssen jetzt einfach nur noch mal die Einstellungen vornehmen. Ihr könnt natürlich die Einstellungen auch aus der Bibliothek natürlich dann rausnehmen, Javis einstellen und so weiter und so fort. Das müsst ihr einfach noch mal dann machen. Wenn ihr auf Bild bearbeiten geht, könnt ihr noch Einstellungen vornehmen. Ihr könnt es ja auch umdrehen, also invertieren. Ihr seht es jetzt gerade, ich kann das Ganze umdrehen von der Farbe her, also schwarz auf weiß und so weiter kann ich umdrehen. Und somit kann man das natürlich auch noch ein bisschen abändern. Und wenn man das Ganze dann nämlich auf Vorschau klickt, und die Vorschau ist auch richtig cool und neu im Studio, im Xtil Studio, da kann man sich die Vorschau einfach anschauen, wie es rauskommen könnte. Also das muss nicht hundertprozentig so sein, je nach Einstellung, aber schaut da mal richtig cool aus. Weiter geht's mit dem Infrarotlaser und Schiefer. Ja, dort habe ich dann wieder das Foto drauf gelasert auf das Schiefer. Ja, ich muss zugeben, man könnte es ein bisschen besser machen, aber für den allerersten Versuch ist das Ergebnis schon mal gar nicht mal so schlecht. Kork ist mal richtig einfach zu lasern, einfach das gewünschte Logo drauf lasern. Schöner Korkuntersetzer, die Qualität ist echt super geworden. Ihr seht es jetzt gerade mal super. Das Ganze habe ich natürlich mit dem Diodenlaser gemacht. Hier seht ihr mal ganz kurz das Framing, was man auch benutzen kann, obwohl ich das gar nicht benutze, weil die Kamera ja super funktioniert. Das sind jetzt 3 mm Sperrholz, Schnitttest hat auch gut funktioniert. Jetzt gehen wir das Ganze auf 10 mm mit 4 Durchgängen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da muss man einfach mit den Einstellungen rumstellen. Da war echt zu viel und zu oft geschnitten. Mit 3-mal hat es definitiv besser funktioniert und wir haben da einfach saubere Schnittergebnisse. Ihr seht es jetzt gerade auch bei 10 mm Sperrholz. Acryl 3 mm mit einem Durchgang, überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt mehrere Durchgänge macht, kann man auch dickeres Acryl schneiden. Ein Flaschenöffner auch mal mit dem Logo belasert, schaut auch sehr geil aus und kann man wirklich in Masse produzieren. Natürlich geht auch das Metall gleichzeitig mit dem Laser noch zu gravieren. Das finde ich ja das Schöne daran, dass wir einfach sehr vielseitig das Ganze benutzen können. Wir können Holz gravieren und wir können gleichzeitig auch Metall gravieren.
Jetzt noch mal schnell abputzen und das Ergebnis ist echt top geworden. Ihr seht es jetzt gerade hier. Nun ein Versuch auf Kunstleder, das sind so spezielle Kunstleder-Patches. Da kommt dann so teilweise Silber unten raus. Ja, das Ergebnis ist wieder absolut top und ihr habt jetzt auch gerade wieder die Originalgeschwindigkeit gesehen. Das Schöne am F2 ist natürlich, dass wir auch gekrümmte Oberflächen gravieren können. Das ist mit dem F1 nicht möglich gewesen. Beim F2 geht's und da müssen wir in der Software so ein Netzgitter, ein 3D-Netzgitter anlegen. Ist auch innerhalb von ein paar Minuten passiert und wir können dann richtig schöne Oberflächen gravieren. In diesem Fall habe ich es jetzt mal mit dem Treibholz versucht. Jetzt seht ihr auch das Ergebnis und da seht ihr, dass einfach diese Oberfläche richtig gekrümmt ist und das ist mit einem normalen Laser ja gar nicht möglich. Und das funktioniert ebenso auch mit dem F2 jetzt. Auch Tiefengravur ist mit dem F2 möglich, da müssen wir einfach oben wieder wechseln in die Tiefengravur und ihr braucht natürlich eine Tiefengravur-Datei. Wie das Ganze funktioniert, das könnt ihr natürlich, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, das kann ich euch gern nochmal oben oder unten in der Videobeschreibung einfach verlinken. Dort erkläre ich, wie ihr solche Dateien erstellen könnt. Im Endeffekt braucht ihr jetzt einfach eine Datei, die zieht ihr euch einfach mal rein, dann müsst ihr eure Einstellungen vornehmen, dann müsst ihr selber ein bisschen rumspielen, aber ihr seht jetzt gerade meine Einstellungen einfach dort ein bisschen. Auch, dass der Laser dann, der F2 dann automatisch tiefer fährt nach jedem Durchgang und so weiter und so fort. Das könnt ihr da alles einstellen. Das Schöne daran ist wirklich beim F2 oder im Xtool Studio, dass wir jetzt mittlerweile halt eine Vorschau anschauen können. Das dauert ein kleines bisschen immer, bis das Ganze da ist. Aber dann, wenn die Vorschau erstellt ist, dann schaut es mal richtig, richtig cool aus. Das ist eine mögliche Variante, wie es ausschauen könnte. Und da könnt ihr einfach nochmal kontrollieren, ob vielleicht irgendwelche Fehler drin sind oder sonst irgendwas. Es muss nicht so rauskommen, entscheidet natürlich je nach Einstellung und je nach Material. Aber so sollte es rauskommen, wenn alles passt. Los geht's mit Lasern. Ihr seht es gerade, dass der Laser auch dann sich dann die Gradzahl nach jedem Durchgang ändert. Und ja, dieser Durchgang dauert sehr, sehr lang. Es kommt darauf an, welches Material ihr habt natürlich, welche Tiefe ihr eingestellt habt und was ihr natürlich für ein Bild habt. In diesem Fall hat es jetzt eine ganze Dreiviertelstunde gedauert, bis das Holz komplett mit dieser Tiefe graviert war. Es waren aber auch stolze 5 mm, was wir erreicht haben. Jetzt seht ihr mal das komplette fertige Ergebnis. Es schaut ja mal richtig cool aus, 3D-mäßig, so richtig wie so eine Münze, so richtig schön reingeprägt ins Holz. Also ich bin echt richtig überrascht, wie gut es auch mit diesem Holzstück und mit dem F2 funktioniert hat. Da der F1 und der F2 ja mobile Geräte sind, können wir auch große Objekte gravieren. Dazu müssen wir einfach nur den Boden unten öffnen. Das kann man bei den Geräten machen. Dann können wir das Ganze auch auf das Objekt draufstellen. Dazu müssen wir aber in der Software die passende Öffnung dann praktisch auswählen und ja, dann ist ganz einfach. Wir müssen dann einfach nur unsere Einstellungen vornehmen. Wir müssen unser Logo, ein Foto machen, unser Logo dann einfach draufziehen und dann einfach schon loslasern. Und das Ergebnis sieht man natürlich jetzt dann. Es ist natürlich super geworden und ich kann auch sehr große Objekte einfach gravieren. Edelstahlfarbig markieren funktioniert natürlich auch, aber ich muss jetzt zugeben, bei diesem Versuch, beim allerersten Versuch, ja, ihr seht jetzt hier Farben, aber es ist jetzt nicht perfekt und man muss noch ein bisschen an diesem Test arbeiten. Entrosten können wir natürlich mit dem Infrarotlaser ganz genauso. Wir haben jetzt hier mein Logo, was ich auf diesem rostigen Blech hier drauf lasern will. Das funktioniert sehr, sehr gut. Es sind 5 Durchgänge geworden, also es kommt natürlich immer auf den Rost drauf an. Aber ihr seht, es ist Originalgeschwindigkeit, das ist richtig top. Und das Ergebnis, schaut's mal, das kommt mal richtig schön blank raus. Richtig sauber. Kunststoff funktioniert natürlich auch mit dem Infrarotlaser. Ihr seht es jetzt gerade, ich habe da 3 Versuche gebraucht auf diesem Steckernetzteil. Erster Versuch hat gepasst, zweiter war komplett daneben und der dritte war perfekt. Stopp, jetzt müssen wir echt aufhören zu lasern, weil sonst wird das Video einfach definitiv zu lang. Wir haben so einiges Material durchgeballert hier. Wir haben so einige verschiedene Materialien auch getestet und ihr seid bestimmt gespannt auf mein Fazit, was ich von dem F2 halte. Wo soll man denn anfangen? Ich würde sagen bei den Vorteilen, denn Nachteile gibt es natürlich auch, aber da kommen wir gleich nochmal zum Sprechen drauf. Als allererstes würde ich sagen, mir gefällt es echt sehr gut, dass ich sage jetzt mal, Xtool ihre Laser auch weiterentwickelt. Es ist ja der Nachfolger vom F1 und das gefällt mir sehr gut, dass sie da halt auch mal ein bisschen auf diese Schiene
aufspringen, nicht nur Hightech-Geräte rauszubringen, sondern auch jetzt ein Laser für jedermann. Was heißt für jedermann? Es ist für kleine Unternehmen gedacht, für kleine Betriebe gedacht, die mal schnell irgendwas lasern wollen, optimal, aber genauso auch für den Anfänger, der überhaupt noch keine Ahnung hat vom Lasern, denn durch diese Bibliothek, die wir da haben, die Materialbibliothek, einfach ein Klick und schon ist alles drin und ich kann innerhalb von Minuten mit diesem Laser einfach starten. Plug and Play und 5 Minuten später könnte ich theoretisch schon anfangen zu lasern. Genauso das gleiche wie mit den, ich sage jetzt mal Mustern, wenn man jetzt irgendwelche Sachen nicht selber programmieren kann oder selber zeichnen kann. Ich gehe da praktisch in diese Bibliothek rein, kann dann auch mir verschiedene Muster downloaden oder kann praktisch verschiedene Bilder, Schnittmuster oder sonst irgendwas, kann ich da einfach reinziehen und ist überhaupt kein Problem. Auf der Seite Atom kann man das Ganze natürlich auch nochmal, manche Sachen sind bezahlt, muss man bezahlen, das ist ganz klar. Oder auch mit der KI, da kann ich meine eigenen Ideen einfach einbringen und die KI generiert mir genau das, was ich will. Und das finde ich echt schon mal gut, dass es alles in einem Programm ist. Ein großer Vorteil ist wirklich der Autofokus und vor allem das Tolle, was mir gefällt, ist die Kamera da drin. 50 Megapixel, ihr habt es gesehen, ich kann selbst diese kleine Wäscheklammer, dieses mini kleine Ding auf 1 Millimeter kann ich das herzoomen und es funktioniert echt super mit der Kamera. Also auf sprich, you see what you get. Du siehst in der Kamera das, was du dann am Schluss bekommst. Und da muss ich Xtool echt loben, dass die das jetzt auch bei dem F2 so akkurat und genau mit der Kamera hinbekommen haben. Was fällt mir denn noch Positives ein? Ich muss da echt mal überlegen noch. Also ich kam mit diesem System absolut sofort klar. Also die erste Minute hat gleich alles richtig funktioniert. Ich finde jetzt auch die Laserqualität, wenn man nochmal diese Visitenkarte mit dem Foto anschaut. Es ist ja so gestochen scharf. Man sieht wirklich überhaupt keinen Pixel auf dieser Karte und das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Qualität, was am Schluss dann wirklich rauskommt. Und ja, es gibt auch beim F2 Nachteile und den ersten schauen wir uns jetzt mal an. So, und diesen Nachteil muss ich jetzt euch erstmal ein bisschen erklären. Aber diesen Nachteil hat nicht nur der F2, sondern das hat nämlich jeder Galvo Laser. Was ist der Galvo Laser? Das haben wir ja schon mal gehabt. Galvo Laser ist praktisch so, dass der Laserpunkt, der da hier gesteuert wird, nicht über XY läuft, sondern und 90 Grad nach unten immer zeigt, sondern der wird ja über Spiegel gesteuert. Die oben sind da Spiegel verbaut und dort wird der ganz schnell, dieser Laserpunkt einfach gesteuert. So, das heißt, da habe ich jetzt Probleme beim Schneiden. Wenn jetzt der Laserpunkt absolut wirklich ganz gerade nach unten ist, dann habe ich meinen 90-Grad-Schnitt. Sobald der Laserpunkt aber über den Spiegel an die Außenseite gesteuert wird vom Laser oder weg vom Mittelpunkt gesteuert wird, habe ich immer so leichte schräge Schnitte drin. Das ist ganz klar, weil wie gesagt, der Laser wird ja über Spiegel gesteuert und deshalb kann der Laser ja nicht rüberwandern und gerade runterschneiden, sondern er geht dann immer so einen leichten schrägen Winkel rüber. Aber wie gesagt, das hat auch jeder andere Galvo-Laser das gleiche Problem. Kommen wir zum weiteren Punkt und zwar, betrifft auch wieder jeden Galvo-Laser. Ein Galvo-Laser hat keinen Air Assist. Wozu ist der Air Assist da? Natürlich, dann können wir tiefer schneiden, weil dann praktisch der Schnitt einfach wieder freigeblasen wird und natürlich haben wir teilweise auch dann weniger Schmauch. Das heißt, wenn man jetzt nicht die richtigen Einstellungen hat, dann könnte Schmauch entstehen. Also ich sage jetzt mal so, hier habe ich die richtigen Einstellungen getroffen und ich habe hier absolut überhaupt keinen Schmauch drauf. Da funktioniert es echt top, aber es kann natürlich passieren, dass man dann auch mal Schmauch drauf hat. Also zum Beispiel jetzt bei dem jetzt hier, da war die Leistung einfach falsch eingestellt und ihr seht, wie viel Schmauch da und verbrannte Stellen, die ich einfach da habe. Also man muss einfach die richtigen Einstellungen finden, damit man dann so wie hier keinen Schmauch hat. Ein weiterer Nachteil ist natürlich die Gravurgröße. Wir sind einfach begrenzt beim F2 auf 115 auf 115 mm. Aber natürlich dieser Vorteil, wenn man das Förderband optional noch dazu kauft, sind wir natürlich von 115 auf 400 mm ist das Ganze erweiterbar. Wir haben das Förderband leider nicht testen können, weil ich es jetzt nicht da habe. Aber ich weiß, dass es einfach sehr, sehr gut funktioniert, auch mit diesem Förderband, weil ich es bei den größeren Modellen ja auch schon getestet habe.
Ansonsten fällt mir nicht wirklich groß ein Nachteil von dem F2 ein. Wenn euch noch ein Nachteil aufgefallen ist, das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mit diesem Laser sehr gut zurechtgekommen und das finde ich auch gerade Plug and Play und finde ich gerade für Anfänger und aber auch für Fortgeschrittene, die wirklich mobil bleiben wollen, mit so einem Laser finde ich das Gerät echt top. Also ich kann nur sagen, top zufrieden mit diesem Gerät und er hat meinen Test einfach bestanden. Ich werde euch natürlich unten in der Videobeschreibung alles komplett verlinken. Das Gerät werde ich euch verlinken. Ich werde euch verschiedene Materialien noch verlinken. Auch die Zubehörteile werde ich euch alles natürlich verlinken. Und vergesst auch natürlich nicht diese Testdateien. Die werde ich euch auch nochmal kostenlos auf meiner Homepage zur Verfügung stellen. Und diesen Link, den findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe jetzt bloß, dass wir jetzt wirklich im Rahmen geblieben sind von der Länge vom Video her. Deshalb bringen wir das Ganze jetzt einfach mal zum Ende. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Laservideo oder anderes Video mehr von Gipfelholz. Unterstützt Gipfelholz dadurch, würde mich echt drüber freuen. Vergesst auch die Kommentare unten nicht reinzuballern. Und ich würde sagen, schöne Lasergrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.